Hier, heute backen wir leckeres Zwiebelbrot und zwar mit Sauerteig. Das wird unfassbar lecker. Hallo, Nico hier, schön dich zu sehen. Ja, außerdem reift der Teig über Nacht noch im Kühlschrank und das gibt ein wahnsinniges Aroma. Warum diese beiden Brote hier so unterschiedlich aussehen, das klären wir am Ende, wenn ich so aufschneide. Legen wir los. Fangen wir mit dem Sauerteig an. Und ja, ich gestehe, ich war zu faul, ein frisches Glas zu nehmen. Es ist einfach noch zu früh am Morgen. Normalerweise ernehme ich mir nur einen Teil vom alten Anstellgut, wenn ich es füttere, und gebe dann Wasser und Mehl dazu. Denn seien wir ehrlich, es ist nicht nötig, jedes Mal ein neues Glas dafür zu verwenden. Für den Sauerteig für dieses Zwiebelbrot brauchen wir 30 Gramm oder 30 Milliliter Wasser, 20 Gramm Anstellgut und 45 Gramm Weizenmehl Typ 55. Alles kurz zu einem Sauerteig verrühren und gehen lassen, bis sich das Volumen verdoppelt hat. Um das zu kontrollieren, bringe ich mir noch ein Gummiband an und markiere mir die Einfüllhöhe. Alle Zutaten stehen übrigens noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Dort befindet sich auch ein Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. Dieses Brot basiert übrigens auf meinem knusprigen und luftigen Weitensauerteigbrot, für das ich vor etwa 2 Jahren schon ein Video gemacht habe. Um weniger kneten zu müssen, machen wir einen Autolyseteig. Wenn sich das Volumen des Sauerteigs verdoppelt hat, geben wir dafür 260 Gramm Wasser, 330 Gramm Weizenmehl Typ 55 und 70 Gramm Vollkornmehl in eine Schüssel und verkneten alles ordentlich zu einem Teig. Wichtig dabei ist, dass das komplette Mehl mit Wasser in Berührung kommt und sich keine Mehlnester mehr im Teig befinden. Den Teig abdecken und 1 Stunde ruhen lassen. In dieser Zeit entwickelt sich das Gluten schon, ohne dass wir etwas dafür machen müssen, außer zu warten. Jetzt bleibt uns auch genug Zeit, die Zwiebeln vorzubereiten. Ich schneide mir hier 100 Gramm Zwiebeln, das können rote oder weiße sein, in feine Würfel und brate sie mir anschließend in etwas Pflanzenöl kräftig braun an. Langsam und bei geringer Hitze ist hier die Devise, denn dann entwickelt sich ein unglaublich leckerer Röstgeschmack. Die Zwiebeln gebe ich zum Abkühlen auf einen Teller und stelle sie erstmal beiseite. Kommen wir zum Brotteig. Wie man sieht, hat sich das Volumen meines Sauerteigs verdoppelt, fast verdreifacht. Vom Sauerteig wiege ich mir 65 Gramm ab und gebe ihn zum Autolyseteig. Den Sauerteig gut in den Autolyseteig einarbeiten, bis er gleichmäßig darin verteilt ist. Das dauert etwa 4 bis 5 Minuten. Den Teig dann abdecken und 30 Minuten ruhen lassen. Nach 30 Minuten geben wir 8 Gramm Salz dazu und arbeiten es gründlich in den Teig ein. Das heißt, ordentlich kneten, bis es gleichmäßig im Teig verteilt ist, wieder für etwa 4 bis 5 Minuten. Wer hat, kann das natürlich alles in der Küchenmaschine mit Knethaken machen. Aber wo bleibt denn da der Spaß? Okay, das rede ich mir natürlich nur schön. Mit einer Küchenmaschine wird das Ergebnis noch besser. Aber da für mich andere Küchenhelfer wichtiger sind, die ich nicht mit meinen Händen ersetzen kann, verzichte ich erstmal darauf, mir eine zuzulegen. Vielleicht möchte mir ja auch eines Tages mal ein Sponsor eine zur Verfügung stellen. Den Teig in jedem Fall nach dem Kneten abdecken und 30 Minuten ruhen lassen. Als nächstes laminieren wir den Teig. Das sorgt zum einen für einen kräftigeren Teig, mehr Luft wird darin eingeschlossen und wir können das Laminieren nutzen, um die Zwiebeln gleichmäßig in den Teig einzuarbeiten. Ich sprühe mir meine Arbeitsfläche dafür mit Wasser ein und gebe den Teig darauf. Die Hände mache ich mir ordentlich nass und bade sie dafür in meinem Wasserbad. Den Teig jetzt so behutsam wie möglich, damit er nicht zerreißt, aber auch so kräftig wie nötig, um ihn ordentlich zu dehnen, auf der Arbeitsfläche zu einem großen Rechteck ausziehen. Dabei muss man sich nur etwas Zeit geben. Wir haben es ja nicht eilig. Der Teig lässt sich wirklich ganz wunderbar auf diese Weise verarbeiten und ich finde es immer wieder spannend, wie viel Elastizität und Kraft darin entstanden ist. Und jetzt machen wir den Teig noch stärker damit. Ich könnte den Teig hier noch weiter ausziehen, aber man muss es nicht übertreiben. Die gebratenen Zwiebeln dann gleichmäßig darauf verteilen und den Teig zusammenfalten. Den Teig dafür von links und rechts zur Mitte hin einklappen, anschließend von oben und unten zur Mitte hin zusammenklappen und wieder in die Schüssel legen und abdecken. Sei so lieb und unterstütze mich, indem du kurz auf den Daumen nach oben drückst, damit YouTube erfährt, dass dir das Video gefällt und hilfreich ist.
Sei auch so gut und hilf mir dabei, den Kanal weiter wachsen zu lassen und abonniere meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast. Dankeschön! So, genug Eigenwerbung. Weiter geht's mit dem unglaublich leckeren Zwiebelbrot. Den Teig für 30 Minuten ruhen lassen. Damit unser Brot so luftig wie möglich wird und der Teig noch kräftiger, um später auch die Form halten zu können, dehnen und falten wir ihn in den nächsten 2 Stunden 3-mal. Den Teig nach oben zu sich hinziehen, also dehnen, und über den in der Schüssel verbliebenen Teig falten. Die Schüssel um 90 Grad drehen und den Vorgang wiederholen. Hochziehen, dehnen und falten. Die Schüssel ein 3. Mal um 90 Grad drehen, den Teig hochziehen und umklappen. Noch ein 4. Mal den Teig dehnen und falten, dann wieder abdecken und 45 Minuten ruhen lassen. Nach 45 Minuten mache ich den 2. Durchgang, dehnen und falten, den Teig danach wieder abdecken und 45 Minuten ruhen lassen. Anschließend ist der 3. und letzte Durchgang, dehnen und falten dran. Man erkennt jetzt auch schon gut, dass sich mit jedem Mal das Volumen des Teigs vergrößert hat. Den Teig dann wieder abdecken und weitere 45 Minuten ruhen lassen. So, inzwischen ist unser Teig gut aufgegangen und kräftig. Zeit, das Brot zu formen und den Teig aufzurollen. Ich bereite mir als erstes mein Gärkörbchen vor und stäube es kräftig mit Reismehl aus. Reismehl nimmt die Feuchtigkeit wesentlich schlechter an als beispielsweise Weizenmehl und ist daher ideal dafür geeignet. Das Gärkörbchen hat übrigens eine Länge von 25 cm, ist 8 cm hoch und hat einen oberen Umfang von 65 cm, falls das jemanden interessiert. Das Körbchen kann auch etwas größer sein, nur kleiner würde ich nicht gehen. Die Arbeitsfläche ordentlich mit Mehl einstreuen und die Oberfläche vom Teig ebenfalls leicht mit Mehl bestreuen. Also dafür verwende ich jetzt hier wieder ganz normales Weizenmehl. Den Teig dann auf die Arbeitsfläche stürzen und zwar möglichst so, dass die klebrige Seite nach oben zeigt. Den Teig als nächstes anheben und mit einer Teigkarte etwas Mehl darunter schieben, damit er auch ganz sicher nicht an der Arbeitsfläche kleben bleibt. Den Teig mit den Fingern zu einem Rechteck ziehen und dann von links und rechts zur Mitte hin zusammenfalten oder einklappen. Den Teig dann von unten so straff wie möglich aufrollen und die Enden mit den Fingern zusammenziehen, bis eine möglichst geschlossene Rolle entstanden ist. Die Teigrolle mit Schwung anheben und umdrehen, die Flying Roll sozusagen, damit die offene Seite nach oben zeigt. Die Teigrolle dann mit der offenen Seite nach oben in das Gärkörbchen legen und abdecken. Den Teig müssen wir jetzt noch weiter gehen lassen und zwar so lange, bis er auf leichten Druck wieder zurückfedert. Bei mir hat es knapp 1 Stunde gedauert, bei Temperaturen um 35 Grad. Und wenn es kühler ist, dann dauert es natürlich länger. Ich würde daher lieber einmal zu oft den Drucktest machen, um sicher zu gehen, wann der Teig reif ist. Bleibt die Delle dabei im Teig zurück, ist der Teig zu lange gereift. Wenn der Teig so gut gereift hat, stellen wir ihn in den Kühlschrank und lassen ihn für 12 bis 16 Stunden fermentieren. Das sorgt für noch mehr Geschmack und Luftigkeit. Am nächsten Morgen bereite ich mir als erstes den Backofen vor. Und zwar heize ich den Backofen für 1 Stunde auf 250 Grad Ober-Unterhitze vor. Ich backe das Brot auf einem Backstahl, was ich wirklich sehr empfehlen kann. Man kann es aber natürlich auch auf einem Backblech backen. In jedem Fall würde ich das Backblech auch mit vorheizen. Dann stelle ich mir meine Gusseisenpfanne mit Bimsstein in den Ofen. Zum einen, um noch mehr Hitze zu speichern und zum anderen, um später Dampf darin zu erzeugen. Das sehen wir aber gleich. Als nächstes das Brot aus dem Kühlschrank nehmen und auf ein Brett oder einen Pizzaschieber stürzen. Das überschüssige Mehl mit der Hand schön verreiben und das Brot mit einem scharfen Messer oder noch besser mit einer Rasierklinge in einem 45 Grad Winkel der Länge nach einschneiden.
und danach so schnell wie möglich in den Ofen schieben. Ich gebe hier etwa 150 Gramm Eiswürfel in eine Pfanne, um über die nächsten Minuten ständig Wasserdampf im Backraum zu erzeugen. Vorsicht dabei bitte, der aufsteigende Dampf kann zu Verbrennungen führen. Glaub mir, ich kenne mich damit ganz gut aus. Den Ofen dann schnell schließen und das Brot bei 250 Grad für 10 Minuten mit Dampf backen. Nach 10 Minuten nehme ich die Pfanne heraus und senke die Temperatur auf 200 Grad. Das Brot in weiteren 30 Minuten ordentlich ausbacken, kräftig dunkel und schön kross backen. Anschließend herausnehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Habe ich schon erwähnt, dass sich die Arbeit absolut lohnt? Es sind ja ein paar Schritte bis zum fertigen Brot, aber die sind es wirklich wert. Genau wie das Warten. So, also, ich lege gleich Hand an. Vorher komme ich noch ganz kurz dazu, warum sehen die beiden Brote so unterschiedlich aus? Ich meine, das sieht eindeutig besser aus. Entschuldigung, Brot. Warum sieht das Brot so aus und das so? Das ist ganz einfach. Zum einen habe ich das Brot hier in einem Gusseisentopf gebacken und zum anderen habe ich ein anderes Mehl verwendet, ein sogenanntes Brotmehl oder ein japanisches High-Gluten-Mehl, also ein Mehl mit einem unheimlich hohen Glutenanteil. Das Gluten ist einfach nötig, damit ein Brot solch eine Form entwickeln kann und so ein schönes Ohr. Die Frage ist, hat das irgendeine Auswirkung auf den Geschmack? So viel steht schon mal fest, das hat keine Auswirkung auf den Geschmack. Die Brote schmecken beide sehr lecker. Jetzt gucken wir einfach mal rein, ob sie sich denn innerlich unterscheiden. Meiner Meinung nach, ich sage jetzt mal nein, aber ich schneide mal. Gucken wir mal. So, und? Wie sieht's aus? Sieht beides sehr lecker aus. Das ist ein bisschen luftiger als das hier, aber grundsätzlich muss man sagen, dass das eigentlich nur kosmetische Fragen sind. Also geschmacklich sind die Brote beide identisch. Sie sind beide super knusprig. Und mir läuft wahnsinnig das Wasser im Mund zusammen und ich muss ganz dringend eine Scheibe abschneiden und probieren. Ja, wie gesagt, also wer Zugang zu so einem Mehl hat mit einem erhöhten Glutenanteil, der nimmt das. Ansonsten das Brot hier mit 550er Mehl gebacken. Ich glaube, das kann man hören. Das ist knusprig. Genauso wie das hier. Also, ich habe jetzt hier eine Zwiebelbrotparty. Ne, die Nachbarn freuen sich auch. Das gesagt, Nico ist weg für heute. Dankeschön fürs Einschalten. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Brotvideo wieder. Hier oder da. Zumindest in einem von den beiden, die da gleich erscheinen. Unverschämt, ich weiß. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das schmeckt einfach ohne alles.